Also, ChatGPT und Co., die sind ja mittlerweile überall, oder? Manchmal fühlt sich das, was die können, echt wie Magie an. Aber was steckt da wirklich dahinter? Genau das schauen wir uns heute mal genauer an. Wir zerlegen sozusagen die Anatomie dieser Large Language Models und finden heraus, wie sie eigentlich ticken. Und genau das ist doch die große Frage, oder? Wie kann ein Computer so menschlich schreiben? Also, dass eine Maschine Text ausspuckt, das ist ja nichts Neues. Aber so? Mit Kontext, mit Feingefühl, manchmal sogar richtig kreativ? Um das zu verstehen, müssen wir wirklich mal unter die Haube schauen, direkt ins Gehirn dieser KI. Okay, unser Plan für heute sieht so aus. Zuerst klären wir mal die Basics. Was sind diese LLMs überhaupt? Dann schauen wir uns den Lernprozess an, quasi die Schulzeit der KI. Danach geht's ans Eingemachte, die Transformer-Architektur. Und am Ende werfen wir einen Blick auf die Praxis. Was können die Dinger und wo liegen die Probleme? So, fangen wir mal ganz von vorne an. Was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff Large Language Models oder eben kurz LLMs? Man kann sie sich im Grunde als das Gehirn oder den Motor hinter all der textbasierten KI vorstellen, die uns gerade überall begegnet. Ein LLM ist im Kern ein riesiges künstliches Gehirn, ein sogenanntes neuronales Netzwerk. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, dieses Gehirn hat quasi das gesamte öffentlich zugängliche Internet gelesen. Also Bücher, Artikel, Webseiten, einfach alles. Aus dieser unfassbaren Menge an Text lernt es aber nicht einfach nur Vokabeln, nein, es lernt die Muster, die Statistik dahinter, die Melodie unserer Sprache. Es lernt, welches Wort am wahrscheinlichsten auf ein anderes folgt. Und genau daraus entsteht dann die Fähigkeit, selbst komplett neue, sinnvolle Sätze zu bauen. Okay, und hier müssen wir kurz was klarstellen, weil die Begriffe oft durcheinander geworfen werden. Also, Generative KI, das ist der Oberbegriff. Das ist quasi jede KI, die irgendwas Neues erschafft. Egal ob Bilder, Musik oder eben Text. Das Large Language Model, das LLM, ist der Spezialist nur für den Text. Man könnte sagen, wenn Generative KI ein ganzes Orchester ist, dann ist das LLM der absolute Virtuose, der sich nur auf ein einziges Instrument konzentriert: die Sprache. Alright, wir wissen jetzt also, was ein LLM ist. Aber die viel spannendere Frage ist doch, wie lernt es das alles? Wie wird aus diesem riesigen Haufen Text plötzlich ein Verständnis für Bedeutung? Jetzt wird's nämlich richtig interessant. Dieser Lernprozess, also das Training, läuft im Grunde in 3 Schritten ab. Schritt 1: Daten sammeln. Und zwar massenhaft. Alles, was man an Text finden kann. Schritt 2 ist die sogenannte Tokenisierung. Da wird der ganze Text in kleine Schnipsel zerlegt, in Tokens. Und dann, im 3. Schritt, kommt das eigentliche Training. Stellt euch das wie eine super fortschrittliche Autovervollständigung vor. Das Modell kriegt einen Satzanfang und muss raten, welches Wort als nächstes kommt. Jedes Mal, wenn es falsch liegt, passt es seine Millionen von internen Stellschrauben ein ganz klein wenig an. Wenn man das jetzt aber milliardenfach wiederholt, dann wird aus simplem Raten plötzlich echtes Sprachverständnis. Bleiben wir mal kurz bei dieser Tokenisierung, das ist nämlich super wichtig. Ein Computer kann ja keine Wörter lesen wie wir, der braucht Zahlen. Also, was macht er? Er zerhackt den Text in seine kleinsten Bausteine, die Tokens. Aus dem Satz „Ich liebe KI" werden dann eben die 3 Tokens Ich, Liebe und KI. Das ist quasi der allererste grundlegende Schritt, um Sprache für eine Maschine verständlich, also mathematisch zu machen. Und jetzt kommt der eigentliche Clou. Jedes einzelne dieser Tokens wird in eine lange Zahlenreihe umgewandelt, einen sogenannten Vektor oder Embedding. Man kann sich das wie die mathematische DNA eines Wortes vorstellen. Und das absolut Geniale daran ist, Wörter, die eine ähnliche Bedeutung haben, bekommen auch einen ähnlichen Zahlencode. König und Königin sind in diesem riesigen mathematischen Raum also quasi direkte Nachbarn. Und plötzlich kann die KI mit Bedeutung rechnen. Sie versteht Beziehungen zwischen Wörtern. Das ist das Fundament, auf dem alles andere aufbaut. Okay, und all das, die Tokens, die Embeddings, führt uns jetzt geradewegs zur eigentlichen Revolution. Zu der Technologie, die das alles überhaupt erst so richtig zum Fliegen gebracht hat, die Transformer-Architektur. Alles fing im Grunde mit einem Forschungspapier von Google an, aus dem Jahr 2017. Und der Titel, der sagt eigentlich schon alles. Attention is all you need. Aufmerksamkeit ist alles, was du brauchst. Und diese eine Idee, die hat wirklich alles auf den Kopf gestellt. Was ist daran so revolutionär? Naja, stellen Sie sich vor, ältere KI-Modelle haben einen Text Wort für Wort gelesen. Das Problem war, am Ende des Satzes wussten sie kaum noch, was am Anfang stand. Der Transformer macht das komplett anders. Er schaut sich den ganzen Satz auf einmal an.
Sein Geheimnis ist ein Mechanismus namens Self-Attention, also Selbstaufmerksamkeit. Das Modell fragt sich bei jedem Wort, hey, welche anderen Wörter in diesem Satz sind für mich gerade besonders wichtig, um meine Bedeutung zu verstehen? Nehmen wir den Satz, der Roboter hob den Ball auf, weil er zu schwer war. Dank Attention merkt die KI, dass sich das Wort er höchstwahrscheinlich auf den Ball bezieht und nicht auf den Roboter. Und genau diese Fähigkeit, den Kontext über den ganzen Satz hinweg zu erfassen, das ist der absolute Gamechanger. So, jetzt wissen wir ungefähr, wie die Technik funktioniert. Aber was bedeutet das jetzt für uns in der Praxis? Schauen wir uns doch mal an, was diese Technologie kann und wo die Haken sind. Auf der einen Seite sind die Möglichkeiten natürlich gigantisch. LLMs können unsere Produktivität massiv steigern, uns lästige Routinearbeiten abnehmen oder den Kundenservice mit cleveren Chatbots revolutionieren. Aber, und das ist ein großes Aber, es gibt auch eine Kehrseite. Die Daten, mit denen sie trainiert werden, sind eben ein Spiegel unserer Welt, inklusive all unserer Vorurteile, die die KI dann natürlich übernimmt und oft sogar verstärkt. Ihre Kreativität kann auch dazu führen, dass sie Dinge erfindet, sogenannte Halluzinationen. Und, nicht zu vergessen, der immense Energiehunger. Das Training dieser Modelle kostet eine Unmenge an Rechenleistung und Strom. Und das bringt uns direkt zum Problem der Halluzinationen. Man muss nämlich eines verstehen. Ein LLM ist keine Wahrheitsmaschine. Es ist eine Wahrscheinlichkeitsmaschine. Es hat keine Ahnung von richtig oder falsch. Es fragt sich nur, was ist das statistisch wahrscheinlichste nächste Wort? Und genau deshalb kann es passieren, dass es mit voller Überzeugung Dinge behauptet, die zwar super plausibel klingen, aber halt komplett erfunden sind. Und dann ist da noch der ökologische Fußabdruck, den man nicht unter den Teppich kehren darf. Halten Sie sich mal fest. Das Training von nur einem einzigen großen KI-Modell kann so viel CO2 verursachen wie 5 Autos. Und zwar nicht in einem Jahr, sondern über ihre gesamte Lebensdauer. Das ist eine gewaltige Zahl. Hier sehen wir ganz klar, wo die scheinbar grenzenlose digitale Welt auf die harten physischen Grenzen unseres Planeten trifft. Das ist der Preis des Fortschritts, über den wir viel zu selten reden. Okay, fassen wir das Wichtigste nochmal kurz zusammen. Erstens, LLMs sind die Motoren hinter textbasierter generativer KI. Zweitens, sie lernen, indem sie im Grunde immer nur das nächste Wort, also das nächste Token, vorhersagen. Drittens, der große Durchbruch war die Transformer-Architektur, die es ihnen erlaubt, den Kontext wirklich zu verstehen. Und viertens, die Technologie ist unglaublich mächtig, hat aber auch ihre Schattenseiten, von verzerrten Daten und Halluzinationen bis hin zum enormen Energieverbrauch. Wir stehen also wirklich an einem Scheideweg. Diese Technologie ist beides zugleich, ein unfassbar starkes Werkzeug und eine riesige Herausforderung. Die Frage ist also nicht mehr nur, was die KI kann, die Frage ist, wie wir sie gestalten und einsetzen. Wer schreibt also das nächste Kapitel? Die Maschine oder am Ende doch wir Menschen? Das ist und bleibt wohl die spannendste Frage überhaupt.